Kuckuck. Hallo. Hallo. Nee, Spaß. Wir sind am zweiten Tag vom FT Summit. Wir wollten eigentlich vloggen, wir haben die ganzen Interviews gefilmt. Da kommt das nächste Interview. Heute ist geil, es ist mega krasses Wetter. Wir haben jetzt das Interviewobjektiv draufgelassen. Bisher heute passiert sind jede Menge geile Vorträge. Wir haben Interviews gemacht für Perform Better. Wir haben den Instagram-Kanal betreut, beziehungsweise ich renne die ganze Zeit mit meinem Handy rum und mache den Instagram-Kanal. Lupo filmt die Vorträge, die Hands-on-Workshops. Wir machen echt geilen Scheiß. Wir haben jede Menge Impressions reingebracht. Jetzt gerade müssen wir schauen, dass wir noch ein bisschen weiter hustlen. Und dann gibt es noch ein bisschen Rundown vom Rest des Tages. Wir versuchen noch so ein bisschen mitzuhalten, ein bisschen dann Erfahrungen einzusammeln. Und du, Thomas Marx, hast du jetzt gerade Zeit? Hi, natürlich. Gut, wir müssen ein Interview machen. Guten Morgen vom dritten und letzten Tag Perform Better Summit. Es ist heute der Sonntag. Wir haben heute das Kelly Camp, das Mobility Camp von Kelly Starrett. Wir nehmen euch heute mit. Ich betreue nebenbei heute immer noch den Social Media Kanal von Perform Better. Also mal gucken, wie viel ich mitmachen kann. Wir sammeln auf jeden Fall Impressionen, schauen, dass man so viel wie möglich davon zeigen kann, holen uns ein bisschen Feedback ein von den Leuten, gucken, was heute so geht. Und dann würde ich sagen, ich fange jetzt an mit meinem Social Media Kram, filme es mit, dann warte ich auf Lupo, der hatte heute ein bisschen späteren Start, sei ihm auch gegönnt, der hat gestern richtig geackert hinter der Kamera und jetzt geht's los, bis gleich. Der erste Teil vom Kelly Camp ist durch. Ich hoffe, ihr hattet ein paar coole Impressionen. Lupo hat eine ganze Menge eingefangen. Wir machen jetzt hier ein bisschen Interviews mit Teilnehmern, wie sie es fanden, wie sie den Mehrwert vom Red Summit fanden und auch vom Kelly Camp. Damit machen wir jetzt hier weiter. Bisher macht es mega Spaß. Wir haben damit geschwitzt. Wir haben so ein bisschen Atemtraining gemacht. Sehr viel respiratorische Arbeit, Laufen, CO2-Toleranz. Sehr interessant, definitiv eine Erfahrung wert. Wir gehen jetzt rein, machen ein paar Interviews und dann schauen wir weiter. Das war's. 4 Tage Perform Better Summit. Ich hoffe, ihr habt eine ganze Menge gesehen. Im Zweifel habt ihr sogar mehr gesehen als ich. Das war gut, denn Lupo war oft nicht da, wo ich gerade bin. Aber es lag einfach auch an dem, was wir gearbeitet haben. Wetter ist halt Bombe. Es sind einfach 35 Grad. Also in die Sonne kann man sich auf jeden Fall nicht bewegen. Ich glaube, zum Abschluss des Vlogs gehen wir jetzt nochmal eine Runde an die Isar. Checken mal, was da geht. Ich denke, das ist auch wieder rappelvoll. Heute ist Sonntag, ne? Und dann geht es auch schon wieder heim und dann kann man ein bisschen rekapitulieren, was jetzt so passiert ist. Ja, es ist so warm, so warm. Dann sind wir wieder zurück, würde ich sagen. Ey, den kenne ich. So. Guten Morgen. Es ist Montagmorgen, ich bin wieder zurück angekommen in Berlin. Der erste Kurs hier im Gym ist gerade durch. Wir sind ja immer noch hier am Umbauen die ganze Zeit, also herzlich willkommen zurück auf der Baustelle. Der Vinylboden wurde inzwischen jetzt hier eingelegt. Wir müssen jetzt kurz ein paar Sachen zurückräumen, damit wir hier die Gymfläche nicht mehr belegen mit Einrichtungen von der Aufenthaltsarea. Aber es sieht schon viel besser aus. Wir werden jetzt die nächsten Wochen noch weiterarbeiten. In diesem Vlog jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Wir räumen jetzt kurz hier ein paar Sachen zurück und dann quatschen wir nochmal über den FT Summit. Ein paar Eindrücke jetzt auch mit ein bisschen Abstand und umrollen. Diese Couch ist halt ungelogen einfach. Niemand darf hier sitzen. Dies ist deine Couch? Jo. Der einzige Grund, warum die ist, bist du, ne? Riecht deine Pfote? Riecht deine Pfote? Gibst du mir deine Pfote? Gibst du mir die andere Pfote? Okay. Ja, das Chaos hier ist Inhalt für eine andere Episode.
das hier wird irgendwann mal eine Office-Location, Podcast-Location, wenn dieser Raum hier fertig renoviert ist. Wie sieht denn das aus? Und jetzt würde ich sagen, lassen wir mal so ein bisschen das Wochenende mit dem FT Summit Revue passieren. Zuallererst, was ich sagen muss, das, was ich am Wochenende an Dozenten erleben durfte im deutschen Raum, war wirklich der Hammer. Also die Qualität an Speakern, an Therapeuten, an Trainern, an Dozenten, Referenten dort, die wir haben in Deutschland, ist wirklich krass und auch massiv unterschätzt, muss man einfach sagen. Deshalb finde ich unter anderem auch, dass man dieses Event viel, viel stärker promoten und vermarkten sollte, wenn es um die Qualität geht, die man da einfach an Input bekommt. Und jeder Trainer, der auf ein neues Level kommen will, gerade in so einer alternativen intellektuellen Ebene und irgendwie im Coaching inhaltlich neue Schritte machen will und neue Dinge lernen will, die gerade wirklich relevant sind, sind alle Typen und alle Frauen, auch wenn es wenige sind, dort extrem kompetent und es lohnt sich eigentlich jeden Vortrag zu hören und jeden Vortrag zu sehen. Und genau das ist eine Sache, wo ich sage, klar kann man Sachen online mitnehmen, klar ist nicht alles was für jeden, aber ich fand es schon relativ schwierig jetzt für jemanden, der da ist, beispielsweise alles mitzubekommen, was man mitbekommen möchte. Da muss man dann priorisieren. Klar, ich habe gemerkt, dass die Workshops sehr viel besser besucht waren als die, ich sage jetzt einfach mal Vorträge, also alles, was einen direkten Praxisbezug und eine direkte Praxisumsetzung hatte mehr Zuschauer als, also mehr Teilnehmende als beispielsweise die Teile, in denen ja primär vorgelesen wurde. Das ist so das, was ich mitbekommen habe, und wo die Hallen mehr gefüllt waren, kann man ja dann irgendwie als Feedback wahrscheinlich auch annehmen, dass vielleicht das mehr sein sollte oder anders priorisiert werden sollte oder man das besser machen kann. Und insgesamt, ich meine, der Standort Grünwald ist natürlich geil, also schon schön. Sache ist, es natürlich schon sehr außerhalb von München, und dort eine Unterkunft zu haben, ist für die normalen Teilnehmer ziemlich teuer. Ist schön, ist geil, aber natürlich von der Lage her nicht für jeden sehr gut machbar, und dorthin zu kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch nicht so gut. Also vielleicht bin ich in Berlin auch verwöhnt, aber ich sage jetzt mal, mit öffentlichen dahin zu fahren, weiß ich nicht. So richtig convenient ist es nicht. Die Anlage bei Elta Sports ist super geil. Da kann man überhaupt nichts sagen. Ist nur die Frage, wenn man weiterkommen möchte und mehr eine größere Zielgruppe erreichen will, ob dann der Standort so geil ist, obwohl die Anlage an sich einfach Premium ist. Da habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle. Was die Vorträge angeht, alles was war geil. Was mir aber gefehlt hat aus einer Coaching-Sicht und aus einer deutschen Fitnessindustrie-Sicht, waren definitiv weibliche Referenten, also weibliche Vortragende, Trainerinnen, Wissenschaftlerinnen etc. Das waren nämlich insgesamt 4 oder 5 unter allen Vortragenden, das war mir definitiv zu wenig, und weibliche Themen. Denn unter allen Vorträgen war nicht ein weiblich direktes Trainingsthema. Beispiel Zyklus, Hormone, Schwangerschaft. Solche Sachen, wo ich sagen muss, die betreffen 50% der Menschen und auch 50% der Coaching-Kunden direkt, weil das sind Frauen. Dazu gab es nicht ein Thema, und das würde ich mir in Zukunft definitiv wünschen, weil wir leben, also erklärt sich ja von selbst. Die Hälfte der Menschen, die ins Fitnessstudio gehen, die trainiert werden oder trainiert werden wollen, sind Frauen, und die haben einfach individuelle Bedürfnisse, um die man sich als guter Trainer definitiv kümmern sollte. Dementsprechend würde ich sagen, das ist ein großer Punkt, und das ist eigentlich auch so das Letzte, was mir aufgefallen ist, denn natürlich sind wir in einer Zeit der Diversität und einer gewissen Kultur angekommen, in der diese Themen immer lauter werden. Ich denke auch, dass diese Themen mit Recht immer lauter werden, und würde mir da einfach wünschen, mehr Frauen zu hören, weil ich denke, dass auch Frauen die Industrie repräsentieren, als Frauen, die selbstständig werden, Trainerinnen, die sich selbstständig machen, wo ich sehr, sehr, sehr viele sehr gute kenne, und natürlich auch einfach individuell weibliche Themen, die wichtig sind. Summa summarum muss ich sagen, der Summit war extrem gut, er war inhaltlich sehr stark, er war von der Organisation solide, Wetter war Bombe. Ich würde jedem empfehlen, der sein Coaching auf ein neues Level bringen will, dort hinzugehen und auch nächstes Jahr den FT Summit von Perform Better zu besuchen.
Ich wurde, wie gesagt, eingeladen, um für mich Content zu kreieren. Das heißt, mir wurde der Aufenthalt und der Zugang zum Summit gestellt. Ich habe keine weitere Vergütung bekommen. Ich durfte einfach nur so mit Lupo als Videograf dort teilnehmen. Dafür würde ich an der Stelle nochmal Danke sagen. Und wenn ihr Fragen habt zum Summit, haut ihr die jetzt einfach hier in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal.